Ich bin genauso Raid-Spieler wie auch ihr und ich freue mich, wenn es verschiedene Tools, verschiedene Services gibt, die mir auch das Leben erleichtern. Und wenn ich etwas finde, was euch auch helfen kann, dann teile ich euch das im Rahmen eines Videos mit. Und genau darum geht es in dem kurzen Video heute. Ich habe bei einem anderen Content Creator etwas gefunden, ein Angebot, was ich gut finde und was ich gerne mit euch teilen will. Ich bin Bone, viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal rund um Raid Shadow Legends. Und zwar geht es heute um etwas anderes. Und während im Hintergrund sich meine Champions ein bisschen die Füße wund laufen bei Minotaurus auf dem Hell Hades Challenge Account, weil die 69er sind auch am Start. Nein, darüber spreche ich heute nicht. Ich spreche nicht über meine Accounts, sondern ich möchte über einen anderen Content Creator sprechen. Um genau zu sein, möchte ich über ein Tool sprechen, beziehungsweise einen Service, den ein anderer englischsprachiger Content Creator bereitstellt. Und deswegen möchte ich ihn auch erstmal vorstellen. Das ist Fastidious. Er weiß auch nichts davon, dass ich dieses Video mache. Das ist keine Kollaboration. Ich habe einfach eines seiner Videos gesehen und ich muss sagen, das, was er da jetzt auf seiner Webseite auch mit rausgebracht hat, fände ich ganz spannend. Und warum, das werdet ihr sehen, wenn ihr einfach mit dran bleibt. Um ihn einfach mal ganz kurz vorzustellen, hier Fastidious Gaming ist seit erst sehr kurzer Zeit auch in der Raid-Welt wieder unterwegs, hat das wohl früher schon gemacht, ist ruckzuck auf 12.000 Abonnenten auch hochgegangen. Er ist groß geworden mit Watcher of Realms. Dort hat er einen Kanal, ich glaube, auch mit 25.000 Abonnenten und wurde auch von Plarium dann angeheuert, also sozusagen auch als gesponserter Creator, Content rund um Raid zu machen. Das ist nicht verwerflich und vor allem, er macht es auch tatsächlich sehr geschickt und sehr gut. Und der große Vorteil, den er hatte bereits rund um Watcher of Realms eine Website. Hier, das ist Fastidious GG. Hier steht überall noch Watcher of Realms und auch die Hauptnavigation bezieht sich sehr stark auf Watcher of Realms. Aber er hat hier jetzt auch für Raid Funktionalitäten mit eingebaut und die findet ihr, wenn ihr auf den Raid-Bereich auch mitklickt. Das heißt, hier oben auch im direkten Link wäre das Fastidious GG Raid Shadow Legends. Und wir haben verschiedene Tools, manche sind schon live, andere sind vielleicht noch so ein bisschen im Bau. Warum, schauen wir uns auch gleich an. Und zum Beispiel so ein Pack Calculator kommt soon. Manche davon haben wir schon sehr gut. Also ich selbst nutze ja auch natürlich intensiv den Hell Hades Optimizer. Ich nutze auch den RSL Helper. Das heißt jetzt, ob ein Packkalkulator da ist oder nicht, ist jetzt mir tatsächlich eher nebensächlich. Aber es gibt zwei andere Sachen, die ich ganz interessant finde. Werft gerne mal einen Blick auf die Webseite und schaut, wie sich das auch im Laufe der nächsten Zeit entwickelt. Fangen wir direkt mal mit dem meiner Meinung nach spannendsten an. Das ist hier dieser Fusionsplaner-Kalender. Und zwar, ja, wir sind im Augenblick jetzt durch mit der Lord Fabian Fusion, aber die Aussage, die er in seinem Video gemacht hat, ist, dass dieser Kalender für jede Fusion zur Verfügung steht. Man muss sich einmal einen Account anlegen, aber das ist nichts anderes als mit einer normalen E-Mail-Adresse und einem selbst definierten Passwort sich einloggen. Also hier könnt ihr irgendeine beliebige E-Mail nehmen, ihr könnt die E-Mail-Adresse vom Spiel nehmen, eure Spam-E-Mail-Adresse, wie auch immer. Hauptsache, ihr seid dort einmal registriert. Warum? Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Denn wozu ist dieser Fusionskalender da? Der ist natürlich für euch da, damit ihr euren aktuellen Status in der Fusion dann auch trackt, noch wisst, wie viele Ressourcen ihr noch braucht, um diese Fusion zu beenden und vor allem nicht den Überblick verliert über die Events, die ihr gemacht beziehungsweise die Events, die ihr vielleicht auch geskippt habt. Denn das ist die spannende Frage. Nach Aussage von Fastidious funktioniert es nicht nur jetzt für die klassische Fusion, sondern auch für zukünftige Fragment- und Hybridfusionen. Wie funktioniert es im Kern? Ich glaube, es ist relativ eindeutig, wenn wir uns das Ganze anschauen. Wir haben den Fusionsplan von Plarium hier abgebildet auf einen eigenen Kalender und ich glaube, ich werde auch in Zukunft diesen Kalender nehmen, um euch so ein bisschen auch zu zeigen, wie die Fusion abläuft, denn ich finde ihn zum einen sehr übersichtlich und auf der anderen Seite kann man auch den eigenen Fortschritt damit tracken. Ihr seht, wann startet die Fusion, natürlich bis zu dem Zeitpunkt, dass die Fusion endet. Dieser bunte Balken unten drunter, da hatte ich mich zuerst gefragt, ja, wofür ist der da? Aber vielleicht erkennt ihr es schon, das ist die Farbe der jeweiligen Trank-Dungeons. Ihr könnt also sehen, ja klar, sonntags könnt ihr Leere-Affinität farmen. Ihr könnt heute zum Beispiel Seele-Affinität farmen, auch wenn ihr sie heute nicht braucht. Aber das kann auch für die gerade klassische Fusion ultra wichtig sein, wenn euch Tränke einer bestimmten Farbe ausgehen. Also gerade wenn ihr in der Anfangszeit des Spiels seid, wenn ihr noch nicht euer Lager voller Tränke habt und euch da gar keine Gedanken mehr drüber macht, dann ist es auch ganz spannend zu sehen, ja, an welchem Tag könnt ihr die Tränke farmen, die ihr für die Fusion braucht. Wenn dann die Fusion gestartet ist, hier zum Beispiel am Montag, den 10., dann könnt ihr einmal auf den Drachen klicken, wenn das Ganze gestartet hat. Wenn ihr dann mit angefangen habt, sagt ihr, ja, an dem Tag, Montag, den 3., wir haben Drache, Dungeon-Taucher und Champion-Training gehabt. Das kann man auch wunderbar zeitgleich laufen, wenn man in der Lage ist, mit einem Champion
und mit Food unterwegs zu sein. Also ich schalte entsprechend alle an. Wenn ich dann ein Drachenturnier so erfolgreich abgeschlossen habe, dass mir der Champion entgegenkommt, dann klicke ich einfach nochmal drauf, dann geht es auf Finish. Also im Kern von der Usability, man kann hier beliebig oft draufklicken, um den Status zu ändern. Also der erste Klick nach Not Started ist in Progress, der zweite Klick ist Finished. Man kann aber auch, wenn ihr euch zum Beispiel bewusst entscheidet, ein Event zu skippen oder ihr habt ein Event verpasst, es ist beendet, ihr habt keinen Champion rausbekommen, dann klickt hier auf Skipped. Aber was wir in dem Beispiel jetzt natürlich wollen, wir haben erfolgreich den Drachen geschafft, wir haben erfolgreich den Dungeon Taucher geschafft und das Champion Training Event. Was ihr dann noch machen müsst, ihr müsst auf diesen Champion einmal draufklicken. Ich habe das mit einem Champion schon mal gemacht. Ihr seht hier unten ist auch die Liste der Champions bei mir im Champion Pool. Das heißt, wir sind hier bei dem Dungeon Taucher auch noch mit dabei, den Champion Training. Wir haben das Artefakt-Event auch geschafft und der Rush, vielleicht, dass wir uns irgendwann mal in die Mitte des Zeitraums auch mit reinbewegen. So, dann haben wir so einen Teil irgendwo mitten in der Fusion. Denken wir mal, wir sind so irgendwie am Freitag, dem 14. des Eisgolem-Turnier haben wir angefangen, den Dungeon Taucher haben wir angefangen. Was bringt uns jetzt das Ganze? Das bringt uns, dass wir hier unten schon mal sehen, wie viele dieser Champions haben wir bei uns im Gepäck. Wir können auch über dieses kleine Symbol auch sagen, haben wir diesen Champion schon fertig gebaut, also sprich die blauen auf Rang 4, auf 40 vollständig aufsteigen lassen. Warum? Ganz hier unten sehen wir, was brauchen wir denn noch, um diese Fusion zu beenden. Und wenn ich jetzt hier einmal unten anhake, dann wird sich die Anzahl der notwendigen blauen Potions, also der Tränke, reduzieren. Es wird sich die Anzahl der arkanen Tränke reduzieren und auch die Anzahl der Hähnchen, die man braucht. Damit, dass ich hier 4 schon mal gesammelt hatte, hat sich bei mir auch ein weiterer epischer automatisch noch mit geöffnet. Also das sind so ein paar schöne Varianten, um einfach mal zu sehen, wo bin ich in dieser Fusion. Bin ich in der Lage, die Fusion noch abzuschließen, weil ich vielleicht zu viel schon geskippt habe? Natürlich müsst ihr das regelmäßig tracken. Das heißt, ihr geht hier rein, wenn das mit dem Event der Fall ist. Aber angenommen, ich gehe jetzt hier wieder raus, hier auf die Hauptseite, gehe dann wieder zurück in diesen Tracker, dann hat er sich dadurch, dass ich eingeloggt bin, meinen Status auch gemeldet. Also ihr wisst jederzeit, wo ihr seid. Ein Wunsch, den ich vielleicht für dieses Tooling selbst noch hätte, ich selbst spiele ja auch 2 Accounts aktiv. Das heißt, ich mache sehr oft auch 2 Fusionen zur gleichen Zeit. Und natürlich kann ich in unterschiedlichen Browsern mit unterschiedlichen Accounts auch angemeldet sein oder ich kann auch umloggen, aber das ist schon sehr unkomfortabel. Also ein Wunsch, den ich äußern würde, ist zu sagen, ich hatte noch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Accounts hier hin und her zu wechseln und zu sagen, das ist jetzt mein Fusion Tracker für den ersten Account und das ist der Fusion Tracker für den zweiten Account. Aber also definitiv ein Tool, bei dem ich den Nutzen erkenne und das ich jetzt auch ab jetzt immer nutzen werde, zum einen, um euch auch diesen Fusionsplan vorzustellen, auf der anderen Seite für mich selbst dann auch die Fusion zu tracken. Ich nehme den Link bei mir im Discord dann auch in die Ressourcen mit auf, damit ihr in der nächsten Fusion, wenn es denn soweit ist, also ich meine, nach der Fusion ist vor der Fusion und ich hoffe, ihr habt alle euren Laut Fabian bekommen, wenn ihr ihn denn auch angegangen seid. Also ist es definitiv wert als super PvP-Champion. Und deswegen, ja, also das ist das Erste, worauf ich hinweisen wollte. Und das zweite Tooling, das er noch hat, gehen wir mal zurück zu Raid, das ist hier dieser Summon Chance Calculator. Ich glaube zwar, da hat sich auch noch ein Fehler mit reingeschlichen, also vor allem, wenn ich jetzt hier unten sehe, Pity plus 5% größer 180. Ich glaube, das ist ja noch ein Fehler, weil das eigentliche Mercy-System bei antiken Splittern bei 200 startet. Aber ja, wir haben hier Ancient Shard ausgewählt. Wenn ich jetzt auf Void gehe, dann ist hier zum Beispiel gar nichts mit Mercy ausgewählt und bei Sacred auch nicht. Also deswegen, ich habe da noch ein Auge drauf, ob das so gut funktioniert, aber ich finde es sehr spannend, auch von der Denkweise. Und man kann sagen, gut, ich habe jetzt hier ein Ancient Chart Event, es läuft überhaupt kein besonderes Zweifach-Event und ich bin im Pity zum Beispiel bei 40. Ich habe 180 Charts, weil ein garantierter Champion auch noch mit rauskommt. Und dann kann ich hier eine Simulation starten. Er startet dann 100 Simulationen anhand der Wahrscheinlichkeiten, die gegeben sind. Also hier Rare 91,5%. Und deswegen glaube ich auch, dass es nicht hundertprozentig richtig ist. Aber über die 100 Simulationen kann man natürlich einen Durchschnitt bilden. Und man sieht hier schon mal, gut, wir haben jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass wir so 1,46 Legendäre ziehen. Wenn wir bei dem Pity starten, wenn wir 180 Splitter aufmachen, angenommen, das Pity startet bei 0 und wir gehen durch, dann ziehen wir wahrscheinlich nur noch 0,98 Legendäre und das Ganze auf ein Zweifach-Event dann auch angepasst. Zweifach-Event mit einem Pity von 0, ganz frisch raus. Ja, dann ziehen wir wahrscheinlich bei den 180 Splittern 1,69. Also wahrscheinlicher, dass wir 2 ziehen als einen. Und wenn wir mit dem Pity aber bei 80 schon starten,
dann sehen wir, ja, es könnten sogar mehr als 2 sein. Also, ich finde, da kann man ein bisschen damit rumspielen. Man kann sich so einen Eindruck auch verschaffen von dem, was man hat. Und auch wenn das sicherlich noch im Ausbau ist und wie ich ihn verstanden habe, kommen da auch so zusätzliche Auswahlvarianten auch noch mit rein. Das Ganze ist jetzt ganz frisch. Aber also, das finde ich irgendwie ganz spannend, das finde ich ganz cool und das gemeinsam mit dem Fusion-Kalender dachte ich mir, das ist es wert, euch in einem ganz kurzen Video mal darüber Bescheid zu geben, dass es neben Hell Hades, neben dem RSL-Helper jetzt noch eine andere Webseite gibt, auf der ihr Ressourcen beziehungsweise Toolings auch findet, die euch helfen, mit RAID umzugehen. Vielleicht einfach der Vollständigkeit halber, gerade hatte ich es vergessen, Deadwood Jedi gibt es ja als Webseite auch noch für eure Clanboss Speedtunes, auch wenn das kaum mehr aktuell gepflegt wird, weil Deadwood relativ inaktiv ist, aber gerade die klassischen Clanboss Speedtunes, die dort stehen, die sind natürlich weiterhin gültig. Die könnt ihr also auch super nutzen. Ja, und damit möchte ich bei dem Video schon zum Ende kommen. Ein kurzer Happen für zwischendurch. Und während hier der Mino weiterläuft, ich eine Menge Spaß mit Raid habe, hoffe ich, ihr habt auch eine Menge Spaß mit Raid. Habt viel Spaß im Leben. Ciao, ciao, euer Bohn.